Heute sprechen wir mal wieder komplett über das Thema KI und zwar vor allem über das Thema KI in NRW, aus NRW, und dafür habe ich den Geschäftsführer von KI.NRW zu Besuch, der das Thema in dem wunderschönen Bundesland Nordrhein-Westfalen, in dem ich ja nur eine Aufenthaltsgenehmigung habe als Bayer, richtig vorantreibt, richtig in die Breite bringt, Dr. Christian Themert, und den begrüße ich heute hier zum Gespräch. Christian. Hallo Roman. Hi Christian. Schön, dass es klappt, dass du hier heute vorbeikommst, dass wir einmal uns wirklich mal über das ganze Thema KI aus NRW und warum eigentlich so viel KI aus NRW und wo stehen wir auch als Nordrhein-Westfalen im Bundesvergleich, aber vielleicht auch so im internationalen Vergleich. Das finde ich mega spannend. Du hast auch eine kleine Paderborner Vergangenheit, hast hier studiert und promoviert, also so ganz ohne ostwestfälischen Einschlag bist du auch nicht. Und das ist ja auch, glaube ich, ganz gut, so die ganze Bandbreite in NRW kennenzulernen. Aber wo kommt eigentlich diese Kompetenzplattform KI in NRW eigentlich her? Also wie ist die zustande gekommen? Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, Roman. Tatsächlich immer wieder schön, nach Paderborn zurückzukommen. Du hast mal geschrieben, zu deiner Heimat. Ja. Und tatsächlich ist es ein bisschen noch Heimat. Wo kommt das her? Tatsächlich vor dem ganzen großen ChatGPT-Hype hat sich vor über 6 Jahren tatsächlich Nordrhein-Westfalen schon überlegt, KI scheint irgendwas zu sein, was irgendwie in der Industrie, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft wichtig zu sein. Und dann hat das Wirtschaftsministerium zusammen mit dem Wissenschaftsministerium gesagt, wir brauchen eigentlich eine Kompetenzplattform, um das Thema in NRW zusammenzubringen, nach vorne zu bringen und insbesondere den Transfer von der Forschung in die Anwendung zu unterstützen. Und das war dann so die Geburtsstunde von KI NRW. Und ja, jetzt sind wir ein landesgefördertes Projekt und freuen uns eigentlich jeden Tag darauf, wie wir das ganze Thema KI in NRW noch ein Stück besser machen können. Ja, sehr gut. Und deine Aufgabe bist du dann praktisch auch viel bei Unternehmen unterwegs und diskutierst ja auch darüber, zum einen, wie man KI in die Unternehmen bekommt, aber auch, dass wir natürlich KI-Lösungen aus NRW entwickeln. Aber vielleicht erstmal, was ist so das Typische, was dir auffällt, wenn du momentan bei Unternehmen unterwegs bist? Wo stehen die gerade? Ja, ich glaube, das eine, was auf jeden Fall auffällt, ist, dass ich sage jetzt auch einmal nochmal ChatGPT, dass die Aufmerksamkeit zu dem Thema deutlich höher geworden ist, dass auch über die mediale Berichterstattung, dann DeepSeek und Stargate, also viele Sachen, die jetzt irgendwie in den Medien sind, dass dann ganz andere Aufmerksamkeit ist. Insbesondere Geschäftsführung fragen, was heißt denn das jetzt für mich? Ist das ein Thema, was ich jetzt schnell angehen soll und was wichtig ist für meine Wettbewerbsfähigkeit? Von daher, das ist sehr gut, dass das Interesse da ist. Im Schnitt sehen wir natürlich viele Herausforderungen, dass Unternehmen, insbesondere der Mittelstand, der in NRW stark ist, KI eins von vielen Themen ist. Dann gibt es noch die NIS-2-Richtlinien, Lieferkettenschutzgesetz und viele andere Themen, die bewegen, Energiekosten, wo dann natürlich auch wir es schaffen müssen, Motivation zu erzeugen und den Leuten möglichst einfach mitzugeben, das ist wichtig und ihr könnt auch einfach starten, damit das nicht hinten runterfällt. Ja, absolut. Ich glaube, erst letzte Woche ein Interview gesehen auch in einem Videopodcast vom Microsoft-Chef, und da hat er es eigentlich sehr schön gesagt, dass er gar nicht glaubt, dass jetzt diejenigen, die KI gerade entwickeln und auf den Markt bekommen, die großen Gewinner sein werden, sondern alle anderen, die es nutzen können, weil es vielen Stellen, es gibt ja viele Spekulationen, wird das nicht irgendwann Commodity, es ist sowieso viel eigentlich schon verfügbar. Und ich glaube, deswegen ist das so wichtig, dass man tatsächlich jetzt vor allem die deutsche und damit vorne jetzt auch die nordrhein-westfälische Industrie erstmal auf den Weg bringt, oder Mittelstand in Summe auf den Weg bringt, KI einzusetzen. Ihr geht ja über alle Wirtschaftsbereiche bist du eigentlich unterwegs. Was sind so die Bereiche, die gerade besonders spannend sind, oder kann man das gar nicht jetzt auf einzelne Branchen fokussieren oder sagen, die sind da weiter oder weniger weit? Ich würde tatsächlich sagen, es gibt nicht die eine Branche. Ja, ich glaube, Nordrhein-Westfalen zeichnet ja erstmal aus, dass der Wirtschaftsmotor in der Mitte von Europa ist, mit einer ganz, ganz breiten Wirtschaftsstruktur. Ob das jetzt irgendwie Medien sind, ob das Handel ist, Versicherungen. Wir haben sehr, sehr viel Maschinenbau. Also da ist ja in allen Ecken und Enden und Bereichen was dabei. Es kommt noch dazu, dass ja KI eine wunderbare Querschnittstechnologie ist, die in vielen Bereichen sinnvoll eingesetzt werden kann. Von daher würde ich mich jetzt schwer tun zu sagen, dass es gibt die, Leuchtturmindustrie. Ich glaube, wir sehen in der Breite über die verschiedenen Industrien hinweg, insbesondere auch über die Hidden Champions, die wir hier in Nordrhein-Westfalen haben, also kleine mittelständische Unternehmen, auch größere schon, mit weltweitem Ruhm, in der Breite wie ich KI teilweise sehr, sehr erfolgreich einsetzen und auch echt Promotoren sind zu sagen, das ist eine coole Technologie, damit kann man noch einen Unterschied machen. Ja, absolut. Ich habe ja hier im Tech Talk ja schon einige Hidden Champions gehabt. Ihr kommt gerade ja von Phoenix Contact, da wart ihr heute auch unterwegs, und den Thomas Bischoff hatte ich ja auch vor ein paar Wochen erst hier. Also ich glaube, da sieht man schon, dass die da sich auch einen Weg gemacht haben. Das kann man gar nicht sagen, so man müsste jetzt da in der Ursuppe rumrühren, zumindest nicht bei den größeren, mittelständischen Unternehmen. Aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Was sind so typische Use Cases? Weil die sind ja vielleicht auch an vielen Stellen erstmal ähnlich, weil es ähnliche Probleme sind, wo man
ich sag mal, Effizienzerhöhungen erzielen kann, wo man einfach Prozesse vereinfachen kann. Also ich glaube, da gibt es, glaube ich, so wahrscheinlich schon so Klassiker, die dir immer wieder begegnen. Ja, es gibt halt sicherlich Klassiker im Verwaltungsbereich. Ne? Du sprachst das irgendwie an, wie kann man irgendwie jetzt insbesondere auch die generativen KI-Systeme nutzen, um Verwaltungsbereiche zu unterstützen, Dokumente zusammenzuführen, Berichte vorzubefüllen, Formulare und so weiter. Spannende Beispiele finde ich auch, weil die eigentlich in der Breite wichtig sind, wie zum Beispiel effizientes Gebäudeenergiemanagement. Also wie kannst du die zentralen Steuerungen, die Sensorik nutzen und dann mit einer schlauen KI oben drüber teilweise Einsparung 15-20% der Energiekosten zu erzeugen. Und was ich an den Beispielen spannend finde, ist, dass es keine generative KI, also gar nichts von der Zukunft, sondern das ist einfach relativ simpel auch einzusetzen. Das Zweite ist jetzt schon in Betrieb. Da gibt's Phoenix Contact nutzt das auch zum Beispiel an einem Standort schon sehr erfolgreich. Und ich glaube, das sind auch so die Beispiele, wo man dann ganz konkret messbar mit KI-Lösungen auch von der Stange aufgekauft von Startups wirklich einen Unterschied machen kann. Und da gibt's zahlreiche Beispiele. Ja, absolut. Ich finde immer ganz spannend über die Beispiele, also ich wäre genauso, wenn ich jetzt Geschäftsführer eines Unternehmens wäre, möchte ich natürlich konkrete Use Cases kennen und dann wissen, lohnt sich das für mich. Und das ökonomische Argument, das ist tatsächlich an vielen Stellen, auch in vielen Projekten, das wird dir ja genauso gehen, ja oft ausschlaggebend. Also zu sagen, es wird sich lohnen. Also was ich reinstecke, kriege ich einfach vielfach raus. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Jetzt habt ihr aber auch, ich hatte neulich hier Klaas hier und den Jan Godesar und der hat über die Datenfabrik NRW geredet. Das ist ja ein Projekt innerhalb eurer Kompetenzplattform KI-NRW oder unserer Kompetenzplattform, kann man ja sagen, was ja als sogenanntes Flagship, also etwas größer und da steht richtig Bums dahinter. Und da gibt es aber noch mehrere solche Flagship-Projekte. Was sind denn so die anderen Themen außer Produktion? Ja, genau, vielleicht erstmal einen Schritt zurück. Die Flagships sind ja noch separat geförderte Projekte vom Land, die insbesondere eine konkrete Idee haben, nämlich Innovationen, KI ganz konkret in einem spezifischen Anwendungsbereich in die Anwendung zu bringen. Nicht zu sagen, wo könnte man grundsätzlich mal in der Produktion KI einsetzen, sondern was sind die konkreten Use Cases, die wir hier umsetzen wollen. Das heißt, wir kriegen da sehr, sehr viele konkrete Use Cases am Ende implementiert in realen Umgebungen. Du hast Klaas gerade gesagt. Ja, die haben über 50 oder so, also wirklich eine ganze Menge. Genau, und was dann noch dazu kommt, und ich glaube, das finde ich extrem spannend, das sind meistens kleine und schlagkräftige Konsortien, die sich aus Anwendungsunternehmen zusammensetzen, also wie eine Klaas und Schmitz Cargowohl, aber auch Technologieunternehmen, Motion Miners und ein paar andere und auch ein Fraunhofer-Institut, die dann da zusammenarbeiten. Das heißt, wirklich ein guter Mix, um Forschung echt in die Anwendung zu bringen. Und diese Anwendungsfälle sind halt in der Regel, und das ist eigentlich das Coole dann, skalierbar und transferierbar auf andere Fragestellungen. Und weil das ja alles veröffentlicht wird, weil es ja Förderprojekte sind, können dann auch andere Produktionsunternehmen davon partizipieren. Und zu der Frage, die Breite der Flagship-Projekte ist groß. Wir haben 2 im Bereich der Medizin, der Gesundheit. Das ist zum Beispiel Smart Hospital NRW und ein Innovative Secure Medical Campus in Bonn. Und da geht es wirklich ganz konkret darum, wie kriegen wir KI-Lösungen in die Patientinnenreise eingebaut, ob das in der Diagnostik ist, aber auch, wie kann zum Beispiel ein Sprachassistent für eine Patientin einfach den Aufenthalt verbessern. Ja, welche Untersuchungen stehen heute an? Muss ich nüchtern bleiben, weil noch Blut abgenommen wird? Also wie kann das ganz konkret helfen? Ein sehr wichtiges Flagship aus meiner Sicht ist tatsächlich das Thema zertifizierte KI, wo wir schon seit über 6, 7 Jahren uns der Frage gestellt haben, wie kann man eigentlich vertrauenswürdige KI-Systeme bauen? Jetzt vergessen wir mal EU-Regulierung hin oder her. Lange bevor das diskutiert wurde, die Frage, wenn wir doch in einem Land wie Deutschland in Europa leben wollen, haben wir auch gewisse Anforderungen an KI. Absolut. Und was sind eigentlich so die Dimensionen, die man dann berücksichtigen muss und wie kann man das, und das wäre viel wichtiger, wie kann man das auch prüfen? Ja, und seit 3 Jahren gibt es einen Prüfkatalog, mit dem prüfen schon Unternehmen auch tatsächlich ihre KI-Anwendungen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt auch für Vertrauenswürdigkeit und auch, dass Leute wirklich gerne mit KI-Systemen interagieren. Das ist ein spannender Punkt, weil erst am Wochenende habe ich mir mal wieder geguckt, was für Kommentare wir hier an den Tech Talk bekommen. Da gab es einen Kommentar tatsächlich zu dem Thema, ob wir denn wissen würden, was man alles so prüfen müsste. So, und da hat er verwiesen, glaube ich, auf eine bayerische Verordnung, was ja noch keine Verordnung ist, sondern tatsächlich nur so eine Unterstützung, eine Orientierung. Das ist das ja sehr ähnlich. Wie würdest du es von den Aufwänden denn einschätzen? Also aus meiner Sicht ist das eine Orientierung, eine Hilfestellung. Also eigentlich spart das am Ende des Tages vor allem Probleme und Ärger, das Ganze zu machen. Aber es gibt halt die Kritiker, die sagen, mein Gott, es wird alles überreguliert und jetzt kommt schon wieder eine Verordnung und da. Aber das sind ja eigentlich Hilfsmittel oder Leitfäden. Und wie würdest du es, also was ist eure Erfahrung damit? Na, wenn du jetzt konkret auf die EU-Regulierung abzielst, da glaube ich, ist ein wichtiger Aspekt, dass da Sachen drinstehen, die in der professionellen Softwareentwicklung
gang und gäbe wären. Ne? Du hast halt irgendwie, du dokumentierst, welche Systeme du irgendwie baust. Ja? Das soll man jetzt bei KI-Systemen auch machen. Dann musst du halt irgendwie definieren, was ist das für eine Risikoklasse. Das ist jetzt wieder ein bisschen schwieriger, je nach Definition, und kann man das vernünftig irgendwie einsortieren. Aber dass solche Sachen wie Dokumentation von Testfällen und welche Daten habe ich benutzt, das wird man durchaus im Softwareentwicklungsbereich, im professionellen Bereich zumindest, ne? So beschreiben. Und ich glaube, das ist am Ende, glaube ich, auch das, was du als Unternehmen sowieso brauchst, um sehr erfolgreich KI als im operativen Modus zu betreiben. Von daher glaube ich, wenn du das gut machst, sind viele von den Sachen schon abgedeckt. Ja. Herausforderungen sehe ich in der Frage, wie wird tatsächlich ein hohes Risiko, niedriges Risiko, eine KI definiert. Bin ich jetzt irgendwie jemand, der einfach nur das KI-System in die Anwendung bringt, oder bin ich jemand, der ein System entwickelt hat? Ich glaube, wenn wir da sehr viel Unklarheit haben, haben wir sehr viel Unsicherheit. Wenn das, glaube ich, klar geregelt wird, glaube ich, ist das machbar. Ja. Noch so eine ganz persönliche Frage. Wie stehst du eigentlich zum AI-Act? Also ich hatte das hier auch schon in der Diskussion, hatten wir es wirklich auseinandergelegt. Danach habe ich das mit anderen Augen gesehen. Also ich bin eher auch nicht Befürworter von zu viel Regulierung in vielen Bereichen, aber wenn man sich dann doch im Detail anguckt, machen viele Dinge einfach Sinn. Ne? Also gerade wenn man dann die Perspektive des Betroffenen vielleicht auch einnimmt. Du hast Medizinbeispiele gesagt, da kann man ganz schnell kommt man in diese Hochrisiko-Themen rein, während man in der Produktion, ob jetzt eine Maschine mal ausfällt oder nicht, da passiert eigentlich erstmal nichts. Ne? Wenn jetzt kein Mensch zu Schaden kommt oder dergleichen, aber jetzt einfach ein Produktionsausfall, da kann man auch mal ein bisschen Risiko gehen. Wie stehst du persönlich dazu und wie schätzt du das ein? Weil viele haben wirklich diese Bedenken. Die haben wirklich irgendwie denken, ja, das wird jetzt schon reguliert und deswegen kann sich gar nichts tun. Als Anwender sehe ich das eigentlich relativ entspannt oder würde ich das entspannt sehen. Also die Unternehmen, die wir ja zu KI bringen wollen, finde ich eher, dass das eine Hilfestellung ist. Genau, also grundsätzlich, glaube ich, ist es gut und wichtig, dass wir eine Regulierung haben, weil ich glaube, eine Technologie, die sich so schnell weiterentwickelt und die auch mal gerne in der öffentlichen Wahrnehmung mit so Fragestellungen behaftet ist, wie schlau wird denn diese KI und was kann die dann machen, was kann die denn machen, was ich gar nicht will und was ich als Gesellschaft nicht will. Und ich glaube, da brauchen wir schon irgendwie Leitplanken, die sagen, so als Gesellschaft wollen wir, dass KI-Systeme für uns als Unterstützer wirklich wahrnehmbar sind und nutzbar sind. Und ich glaube, das kann man halt am Ende nur über eine vernünftige Regelung machen. Die Frage, wie das ausgestaltet wird, ist für mich da die relevante. Also grundsätzlich, was hier drin steht, und im ersten Teil steht drin, wir wollen Innovationen fördern, wir wollen jetzt mal eine kleine mittelständische Unternehmen die Chance geben, eine Anwendungsunternehmen halt möglichst wenig da belasten. Ich glaube, das ist alles gut und richtig. Die Frage wird dann tatsächlich im Detail sein, kriegen die Leute es hin, ihren Katalog vernünftig ist es eine KI-Lösung, ist es Hochrisiko und was muss ich denn jetzt machen? Ist das klar und ist das einfach umsetzbar oder ist das irgendwie wieder so ein 2000-Seiten-Dokument, was ich ausfüllen muss? Ja, weil das bremst Innovation. Absolut. Und das ist auch eine philosophische Frage. Also an manchen Stellen, man muss es ja nach irgendwelchen Kriterien machen und jetzt können wir viel über den Begriff Künstliche Intelligenz und was ist es und was ist es nicht. Also da fängt es dann schon an. Ne? Und den Intelligenzbegriff an sich ist schon schwer zu definieren. Ich sage immer, das liegt im Auge des Betrachters, was intelligent ist und was nicht. Das gilt nicht nur für technische Systeme. Und das ist natürlich eine philosophische Diskussion dann irgendwann, aber man muss das irgendwie regulieren. Das ist vollkommen richtig. Das wird wahrscheinlich auf die Daten und auf die Auswirkungen dann irgendwann sich hinauslaufen. Aber wollte ich jetzt gar nicht so weit abdriften in das Thema. Das ist auch nicht das spannendste Thema, aber es bewegt die Leute, verunsichert die. Und ich bin einfach der Meinung, da kann man die Angst nehmen. Das ist kein Showstopper. Ne? Ist ein Showstopper, dass wir in Deutschland oder in NRW vielleicht nicht die ganz großen KI-Hyperscaler haben? Oder ist das auch kein Showstopper aus deiner Sicht? Da schlagen ja zwei Herzen in meiner Brust. Ja, also ich glaube, es ist schon eine große Herausforderung, wenn in den USA Hyperscaler sind, die mit Milliardensummen Investitionen tätigen, 60 Milliarden, 75 Milliarden, was da jetzt immer eine Meta oder eine Apple dann ankündigt, wo Rechenkapazitäten, aber auch, ich sage mal, Forschungskapazität zusammengezogen werden und die dann am Ende auch privatisieren, die dann massive Fortschritte machen und im Zweifelsfall ja nicht mehr veröffentlicht werden. Also OpenAI hatte mal eine Policy zu sagen, GPT-3 veröffentlichen und die Paper zu. Und irgendwann wurde gesagt, jetzt wird da nichts mehr zu veröffentlicht, deshalb hier im Geheimnis. Meta sieht das aktuell noch anders, müssen wir mal gucken. Das ist natürlich auf der einen Seite schon nicht nur eine Herausforderung, ich glaube, das ist auch einfach ein Nachteil, dass wir das nicht haben. Das ist aber jetzt nicht in den letzten 2 Jahren, ich sag mal, vergurkt worden, sondern das hat sich jetzt durchaus mal die letzten 10, 20 Jahre so entwickelt. Ich glaube, eine Chance, die wir drin haben, ist, und ich fand das immer ganz spannend, dass jetzt DeepSeek rauskam von den Chinesen, weil gesagt wurde, ob das jetzt mal so stimmt, mit deutlich weniger Rechenkapazität
und insbesondere auch Daten- und Parametergrößen irgendwie ein leistungsfähiges Modell zu bauen. Das spielt uns ja durchaus in NRW, in Deutschland in die Hände, weil so smartes Nachdenken können wir ja gut. Absolut. Ja? Und das wäre auch so ein bisschen meine Hoffnung, nicht so zu überlegen, was ist denn das größte globale Modell, was irgendwie insbesondere viel Endkundinnen Anfragen bedienen kann, sondern wo kann das ganz konkret, ein gutes, smartes Modell, auch mit kleinen Kapazitäten rechnen, wo kann das in der deutschen Wirtschaft irgendwie hilfreich sein. Und ich glaube, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, die wir insbesondere in Kombination mit unseren innovativen Unternehmen, glaube ich, nutzen könnten. Ja. Ich hatte neulich eine Diskussion, da waren wir auch an dem Punkt und als die ersten Rechner kamen, waren das ja Hochleistungsrechner aus der damaligen Sicht. Das war ein Rechner und es gab dann mehrere Nutzer dafür. Und irgendwann gab es aber dann, ich sag mal, den PC irgendwo. Hier war jetzt Nixdorf, da hat man natürlich noch vorher die proprietären Systeme gehabt. Aber die Systeme waren ja nicht so leistungsstark wie das technisch Mögliche, sondern wie das technisch Notwendige für die jeweilige Anwendung. Und ich glaube, so muss man es bei den KI-Modellen auch sehen. Ich glaube, viele Anwendungen, die brauchen halt nicht jetzt O3-Modell von ChatGPT, sondern da reichen wahrscheinlich ganz andere Modelle. Und deswegen ist das, glaube ich, schon sinnvoll, sich mit dem Thema so zu beschäftigen, dass man das auch versteht, dass wir da nicht abgeschnitten sind von der Technologie, sondern ganz im Gegenteil, wir können gerade sehr viel nutzen. Ne? Genau. Und ich glaube, dass mit dem die Frage, finden wir ein passendes Modell, finden wir eine passende Lösung und auch, ich mag KI gerne, muss auch nicht immer KI sein, manchmal hilft auch schlaues Nachdenken. Ja. Und finden wir das, um irgendwas zu lösen? Ich glaube, das wird sowieso das sein, was extrem wichtig wird. Erstens, wir haben nicht unendlich viele Ressourcen. Ja, wir können ja nicht unendlich viele Hyperscaler-Rechenzentren machen. Zweitens, wir haben sehr, sehr viel auch Anwendungen in der Industrie. Ja, die müssen dann irgendwie auch mal an der Maschine funktionieren. Da reden wir dann ganz schnell über so Sachen wie Edge Computing und so weiter. Da muss man sich schon die Frage stellen, wie klein kann ich das Modell machen, um nicht nur good enough, sondern tatsächlich eine passgenaue Lösung zu finden. Absolut. Und dafür braucht es einfach Modelle, die gar nicht die Größe brauchen. Ja, und da haben wir sicherlich noch ganz, ganz viele Möglichkeiten aufzuspielen. Ich glaube auch noch ein zweiter Faktor, also das stimme ich dir allem zum zweiten Faktor noch total spannend ist, dass ja, wenn man dann diese Modelle nimmt, als einfache Foundation-Modelle und dann wirklich mit spezifischem Wissen noch mal antrainieren kann oder zumindest befähigen kann, was nur in den jeweiligen Anwendungsunternehmen vorhanden ist, das ist natürlich auch nochmal ein spannender Case, weil das bieten jetzt ja die Hyperscaler nicht mit, die bieten jetzt kein 60-jähriges Wissen zum Blechumformen mit, was zum Teil aber dann mit reinspielen könnte, um wirklich mehr Nutzen rauszuziehen. Also ich glaube, da können wir auch viel mehr noch veredeln von dem, was wir an Daten eigentlich haben. Es fällt uns noch schwer, das gebe ich zu, aber das ist eigentlich noch ein Riesenpotenzial, was vor uns steht. Das müssen wir irgendwann erst schließen, weil sonst ist das auch weg. Ne? Ja, du hast ja gerade nochmal ein Zitat auch schon gebracht. Wir waren ja vor 2 Wochen in einer Konferenz in Berlin von der Kohle zur KI als Leitspruch für Nordrhein-Westfalen, was sicherlich auch ein großes Thema ist, die Transformation von einer sehr kohlegeprägten... Ich dachte immer, wir verbrennen jetzt Kohle, um die KI-Center zu betreiben. Ich habe noch... das war der Titel nicht so geschickt. Da haben wir noch ein paar andere Ideen zu. Und da hatte die Deutschlandchefin von Microsoft gesagt, gefühlt ist ja mal Deutschland das Land des Datenschutzes. Ja, da steckt ja auch viel Wahrheit drin, auch viel Klagelied, wie hoch sind die Vorschriften, um auch ins KI-Anwendungen voranzubringen. Aber sie sagte, in dem Nebensatz, Deutschland ist aber auch das Land des Datenschatzes. Ja. Und als ich vorhin zum Beispiel bei Phoenix Contact war die Frage, ist denn jetzt eigentlich das Internet leer? Was kann man denn jetzt noch machen, um diese Modelle besser zu trainieren? Oder ist das nicht seit ChatGPT irgendwie eigentlich vorbei? Und bei vielen öffentlich verfügbaren Daten, die natürlich auch viel KI generiert sind, ist da auch gar nicht mehr so viel Neues zu holen. Manche Leute sagen auch, das Internet ist quasi verdorben, um noch als Datenquelle zu taugen. Aber was nicht verdorben ist, sind die ganzen Datenschätze, die Unternehmen wie Phoenix, Contact und so weiter haben, weil die sind ja alle nicht im Internet. Und wenn man die, glaube ich, schlau in spezifische Industriemodelle einlernt und Anwendungen eben nicht mit einer 70-prozentigen Zuverlässigkeit, sondern 95-prozentigen Zuverlässigkeit hat oder 92, die dann wirklich für vernünftige Applikationen wirklich taugen, ja, dann wird da, glaube ich, ein ganz anderer Schuh draus. Auf alle Fälle. Ne? Das sehe ich auch als das Riesenpotenzial, aber deswegen machen wir ja auch hier, versuchen wir die Unternehmen dahin zu bekommen, weil das ist natürlich mega, ne? Weil das die Chance haben nicht so viele Länder, wie Deutschland sie tatsächlich hat. Lass uns nochmal über KI aus NRW sprechen, weil da sind wir ja auch nicht ganz untätig. Vielleicht zunächst erstmal, was sind so die Eckpfeiler so der Strategie dahinter, dass man KI aus NRW eigentlich pushen möchte. Wir haben über das Microsoft schon gehört, die haben sich ja auch für NRW als Standort entschieden, was, glaube ich, auch damit reinspielt. Also es gibt einige Faktoren und ich finde es immer ganz wichtig,
jetzt, ob das jetzt NRW ist oder Deutschland im Allgemeinen, wo wir eigentlich schon attraktiv sind. Neulich kam jetzt diese Untersuchung raus, dass die meisten ChatGPT-User irgendwie aus Deutschland kommen. Also, und wir stellen immer da, in Deutschland nutzt keiner KI. Und das ist ja eigentlich gar nicht so. Wir sind wahrscheinlich an vielen Dingen gar nicht so schlecht. Wie würdest du das einschätzen? Also was sind so die wichtigen Punkte auch jetzt immer so aus einer Landesstrategie herausgedacht, die wir im Bereich KI machen müssen? Erst hatten wir dann die Unternehmen befähigen, aber es gibt sicherlich noch weitere Punkte. Ja, ich glaube, das hat ja viele Aspekte und ich will gar nicht so, eine Strategie ist immer sehr geduldig, wenn man dann ein Papier liest, aber ich glaube, da kommen viele Aspekte zusammen. Also wie gesagt, KI NRW ist jetzt schon 6, 7 Jahre unterwegs. Ja, auch die Bemühungen und die erfolgreichen dann am Ende Bemühungen, auch ein Bundeskompetenzzentrum Maschinelles Lernen und KI, also das Lamar-Institut nach Nordrhein-Westfalen zu holen. Das war wirklich mit der Uni Bonn, der Uni Dortmund, den Fraunhofer-Instituten IML und IAS wirklich Spitzenforschung weltweit im Bereich der KI machen, um den Standort weiter nach vorne zu bringen. Und dann mit einer RWTH Aachen, mit einem AI-Center, die da sehr, sehr stark unterwegs sind. Also Servicezentren wie West AI, also wirklich Angebote zu schaffen. Da sind wir, glaube ich, gut unterwegs. Forschungszentrum Jülich mit dem jetzt demnächst größten KI-Rechner, den wir auf dem Kontinent haben werden. Ich glaube, viele Puzzlesteine, die auf dem Weg schon auf den Weg gebracht worden sind. Ich glaube, viele Unternehmen, du sprachst von Ostwestfalen, wie eine Miele, wie eine Phoenix Contact, die sich tatsächlich auf den Weg gemacht haben, KI ganz massiv in ihre Produkte einzubauen, in ihre Unternehmen einzubauen. Und natürlich auch so Erfolgsgeschichten wie DeepL, die dann irgendwie in Köln geschafft haben, immer noch besser in Benchmarks zu sein als Google Translate. Und ich glaube, das zusammen machen, glaube ich, ein ganz vernünftiges Ökosystem im Sinne von NRW kann KI. Und ich glaube, der nächste Schritt wird jetzt sein, wie kriegen wir das noch mal mehr in der Breite, in die mehr als 700.000 Unternehmen, um dann wirklich dann noch mal die nächste Stufe gehen zu können. Ja, absolut, absolut. Was auch dazu gehört, das haben wir schon ein bisschen angesprochen, irgendwie wäre es aber auch noch cool, wenn man ein KI-Modell auch aus NRW oder aus Deutschland zumindest entwickelt. Eine Diskussion in der Politik am Anfang hat man, das finde ich immer ein bisschen falsch beleuchtet. Man muss ja auch die passende Lücke finden. Also es macht jetzt, du hast es schon gesagt, ein MeToo macht irgendwie keinen Sinn. Wir haben ja ganz andere Vorteile. Und jetzt gibt's ja eins auch mit Tolkien 7b, in dem wart ihr jetzt ja im Wesentlichen ja auch dran mit beteiligt und das auch voranzubringen. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was sind so die Vorteile und die Charakteristika eines Tolkien 7b, was jetzt praktisch ein eigenes Sprachmodell ist aus Deutschland, maßgeblich auch aus NRW? Und wo steht ihr da momentan mit? Ja, also ich glaube, Tolkien 7b ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel für, wir können in dem Kontext wirklich mitspielen und angreifen. Also ja, es ist natürlich nicht so groß wie die größten Modelle jetzt der Hyperscaler. Das liegt dann aber auch ein bisschen an der begrenzten Rechenkapazität, die dann für das Training verwendet worden sind. Die trainieren jetzt an noch deutlich größeren Modellen. Also das ist tatsächlich auch noch auf der Roadmap. Ich glaube, was sehr, sehr spannend ist, sind so die Grundkonstruktionsprinzipien dieses Modells. Also erstens wirklich ein Fokus auf europäische Sprachen. 24 Amtssprachen, die jetzt schon in dem Modelltraining sehr, sehr gleichberechtigt verwendet worden sind, dass auch diese Dominanz der englischen Sprache aus den großen Modellen halt so ein bisschen zurückgestellt wird und in einem europäischen Ökosystem nutzbar wird. Die Fragen, wie kann man das tatsächlich direkt ressourceneffizient trainieren und wie kann man das auch in einem kleinen, deswegen 7b, kann man das auch tatsächlich in kleineren Kontexten auch gerne mal in den eigenen Rechenzentren betreiben, um die Anwendung voranzubringen. Dann auch bei der Datenauswahl wirklich sehr, sehr klar geguckt, an welchen Stellen kommen die Daten zusammen, dass wir da wirklich eine ganz große Transparenz haben. Was wird trainiert, wie wird das trainiert und wie können wir tatsächlich für europäische Sprachanwendungen wirklich erstmal einen sehr, sehr guten Beitrag leisten und das auch noch Open Source für frei zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Ja, wir sind so ein bisschen über dieses 7b, wenn die Leute jetzt sich nicht auskennen, also wenn man das vergleicht. Ich kenne die Zahl nicht, ich glaube auch nicht, dass sie öffentlich ist jetzt für O1 als Beispiel jetzt von ChatGPT, aber ich habe mal gehört, dass es irgendwie bei 1000b, also schon ein ganz viel kleinerer Faktor an der Parameter, die Gewichtungen trainiert sind und trotzdem funktioniert es gut. Und das macht die Sache natürlich viel effizienter, einmal in der Erstellung des Modells, aber natürlich dann auch in der späteren Nutzung. Und man kann sie wahrscheinlich eher auf kleineren Rechnersystemen dann einfach vielleicht auch on the edge eher nutzen, als dann die ganz großen Modelle, die auch, da gehe ich jetzt mal davon aus, das O3-Modell wird noch sehr teuer sein, auch in der Ausführung des Modells. Und da muss man nicht jeglichen Prompt darüber fahren lassen. Ja, ich glaube, das ist noch so ein Aspekt, wir haben ja gerade so ein bisschen, DeepSeek hat gezeigt, man kann auch mit schlauerem Nachdenken, auch mit kleineren Modellen was machen. Wir haben ein kleineres Modell, wo viele Leute, die schlau nachdenken können, dran gearbeitet haben.
das ist ein ganz klarer Beweis, wir können in dieser Spitzenliga mitspielen. Ja, wir haben nicht die Riesenrechenzentren von Apple und Google und so verwendet, aber wenn wir wollten, könnten wir es auch auf dieses große Skala ziehen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir sagen können, wir können das von Scratch bauen. Ja, wir haben die Kompetenz, wir haben die hier. In den USA ist auch aktuell nicht jeder so happy mit den Entwicklungen. Vielleicht gibt es ja auch mal den einen oder anderen Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, die sagt, ich bräuchte mal ein anderes Spielfeld. Ja, und ein Spielfeld ist dann, wenn man coole Forschung machen kann. Und wir können auf der Basis auch cool an den Themen weiter forschen. Und das kann auch tatsächlich auch mal so ein Impuls sein, zu sagen, kommt doch mal hier hin, hier gibt es ein Lamar-Institut, hier gibt es irgendwie noch eine FTH Aachen Forschungszentrum Jülich, tolle Projekte, tolle Forschungsthemen. Und das kombiniert mit, wenn wir wissen ja, wenn man smarter darüber nachdenkt, kann man auch mit kleineren Modellen coole Sachen lösen. Ja, und mit den Industriedaten unserer Region, da können, glaube ich, viele schöne Sachen draus werden. Ja, das glaube ich auch. Und man hat ja auch an DeepSeek gesehen, dass, also DeepSeek, das muss man auch mal erklären, DeepSeek ist deswegen so erstaunlich, weil die ja ein Importverbot ja letztlich haben für die teuersten Grafikchips von Nvidia, die man eigentlich nutzen müsste, um kraftvolle Modelle zu bauen, sage ich jetzt mal. Die haben es aber trotzdem geschafft, unabhängig davon, woher sie die Daten haben. Das ist ja nochmal ein zweiter Faktor, worüber viel spekuliert wird, über das Destillieren der Daten aus den OpenAI-Modellen. Aber ich meine, das zeigt ja schon mal eins. Man hat ja auch gesehen, dass die Nvidia-Aktie dann erstmal abgestürzt ist. Ich glaube nicht, dass Nvidia jetzt wirklich wahnsinnig an Marktkapitalisierung verlieren wird in den nächsten Monaten oder nächsten Jahren. Aber wenn, dann ist wahrscheinlich Teuken 7b dann auch nicht ganz unschuldig, weil dieses Modell einfach zeigt, okay, vielleicht brauche ich einfach nicht die super teuren Mega-Chips, die völlig leading edge sind, sondern zweite, dritte Generation auch völlig ausreichend. Und es sind ja auch verrückte Preise zum Teil, was diese Chips kosten. Plus die Energiekosten, die dann wiederum damit verbunden sind, diese Chips zu betreiben. Das sind ja alles so Dinge, die sehr komplex im Hintergrund ablaufen, die man als Anwender erstmal gar nicht versteht und gar nicht sieht. Weswegen hat jetzt ein kleineres Modell wirklich signifikante Vorteile dann tatsächlich in der Umsetzung später. Die Multilingualität bei dem Trainieren, da bin ich nicht tief genug drin. Vielleicht kannst du dazu sagen, was da wirklich die Vorteile sind, oder erhofft man sich erstmal daraus Vorteile? Ne? Weil bis jetzt sind alle Modelle ja praktisch erstmal, du hast gesagt, durch Englisch dominiert und dann eben immer übers Englisch übersetzt, so ähnlich wie bei DeepL, das wird alles ins Englische übersetzt und dann wieder in die andere Sprache. Welche Vorteile erhofft man sich, dass man wirklich sagt, man hat es fair multilingual trainiert? Also zwei Aspekte werden mir erstmal vor allen Dingen wichtig zu nennen. Der eine ist, es gibt auch schon Untersuchungen, wenn man zum Beispiel eine Abfrage in Finnisch an ein großes Modell stellt, das am Ende des Tages nicht auf Finnisch trainiert ist, dass es Englisch übersetzt, eine englische Antwort gibt und das im Finnisch gibt. Der Gedankengang ist aber Englisch, weil das Ganze halt im englischen Kontext gelaufen ist und dann wird es nur ins Finnische zurück übersetzt. Ja. Und das heißt auch diese kulturellen Aspekte, wie denkt eigentlich, also wie wird man das auch von der Denke her in so einem Modell berücksichtigen, ist dann einfach zu kurz gekommen. Ja. Und das ist dann in so einem Modell anders. Und das Zweite ist, die haben bei Teuken ja auch nochmal einen ganz anderen neuen Tokenizer gebaut. Und Worte in großen Sprachmodellen werden ja meistens in kleinere Stücke zerhackt. Und die Tokenizer bei den großen Modellen aus den USA sind halt auf englischer Sprache aufgesetzt und die brauchen dann, 1,6 Token für deutsche Worte in einem englischen Modell, also einem amerikanischen Modell und noch 1,2, wenn man das zum Beispiel mit dem anderen Tokenizer macht. Also es gibt signifikant weniger Token, die man braucht. Das heißt, man braucht weniger Rechenzeit, man braucht weniger Kapazität. Ja, klar. Und das Modell ist dann sich näher an der Sprache dran. Ja, absolut. Also ich finde das total faszinierend. Ich glaube da auch wirklich dran, dass das eine Chance ist. Weil man sieht ja auch diese Effekte, die Sprachmodelle, die lernen ja aus der Sprache von den Menschen. Und ich sage mal, vom deutschen Ingenieur, mit dem womit ich mich ja beschäftige, da wird dann übers Englische viel verloren gehen. Da bin ich 100% sicher. Durch die Kommunikation und dergleichen, auch durch die Dokumentation. Deswegen ist das, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Geschichte und einfach total wertvoll, dass das funktioniert. Und man soll das nicht gleich so ein Rampenlicht und sagen, ihr müsst jetzt so gut sein wie OpenAI. Das ist gar nicht der Ansatz, sondern man muss auch mal gucken. Man kann auch mal links und rechts vielleicht an einer Stelle überholen. Und nochmal, das hattest du, finde ich jetzt sehr schön nochmal gesagt, der größte Mehrwert ist ja wirklich, dass wir das in die Unternehmen bringen und das einsetzen und eine ganze breite Umsetzung bekommen. Das ist, glaube ich, die Chance nach vorne. Genau. Was siehst du vielleicht zum Abschluss als das spannendste Thema gerade im ganzen Kontext KI? Was ist die spannendste Entwicklung, die du gerade, ich meine, nächste Woche ist es was anderes, ne? Bis wir es ausgesendet haben, sind zwei neu, aber was geht dir momentan so vielleicht die letzten Tage so wirklich durch den Kopf? Also tatsächlich, wir haben mal so ein bisschen 2021 Publikationen einfach mal durchgeguckt, was sind so die Trends, die jetzt irgendwie alle bewegen. Ja, und dann haben wir einfach
nicht in einer Art und Weise einer Doktorarbeit einmal mal so durchgezählt. Keine SLA, aber durchgeguckt. Und wir sind dann tatsächlich in 16 von diesen 21 Postillen war dann Agentic AI, also agentische KI, ein großes Thema. Und ich glaube, das wird tatsächlich für mich, ist insofern ein spannendes Thema, weil wenn wir das richtig gut hinbekommen wollen, steckt da viel mehr hinter als nur irgendwie ein großes leistungsfähiges Sprachmodell. Sondern die Frage ist, haben wir irgendwie den Unternehmenskontext verstanden? Wo sollen denn diese KI-Agenten irgendwie eingesetzt werden, insbesondere in Betriebsprozessen? Ja, wie viel Autonomie dürfen die denn haben? Ja, wie kritisch ist das dann? Wie viel Eingriff muss ich von der Seite machen? Das muss man ja alles sehr, sehr gut designen. Auch alles Sachen, wo Deutsche übrigens mit Ingenieurskunst sehr gut unterwegs sind. An welchen Stellen bräuchte denn dann auch Zugang zu proprietären Informationen aus den Unternehmen und so weiter? Aber wenn man diese Sachen wirklich end-to-end richtig gut hinbekommt oder auch mal Prozesse neu denkt, ich glaube, da ist so viel Potenzial drin, aber diese Frage geht halt deutlich weiter als einfach nur über KI, LLM, also großes Sprachmodell, sondern wie kriege ich ein ganzes Problem wirklich schlau mit Technologie und vielleicht einen neuen Prozess gelöst und insbesondere aber auch in einer Art und Weise, wie können wir uns als Menschen in Abgrenzung zu KI, wie viel Autonomie und wie viel Kontrolle brauchen wir denn da und wie kriegen wir das gut eingestellt? Da sind sehr, sehr viele spannende Themen drin, aber wenn wir das gut hinbekommen, super viele Potenziale. Ja, sehr cool. Also der Tommy Falkowski hat jetzt, glaube ich, letzte Woche erst eine Folge rausgebracht, ein Inside AI-Format, könnt ihr gerne mit angucken, wo wir das Thema Agentensysteme und KI mal näher beleuchten. Ich glaube, das ist ein spannendes Thema, wo wirklich total viel, gerade in den Use Cases, die wir in Deutschland haben, glaube ich, noch ganz viel möglich ist. Und ich habe das auch, also ich glaube, das ist wirklich das Thema für dieses Jahr. Da bin ich überzeugt davon, dass wir da einige Meter machen. Christian, vielen lieben Dank, dass du da warst. Das war total spannend. Wünsche dir alles Gute, weil ich glaube, wir brauchen einfach noch mehr Begeisterung, noch mehr Überzeugung tatsächlich in der Breite. Ich glaube auch in NRW, auch wenn ich hier nur so meine Wahlheimat hier habe, dass wir da gut vorankommen. Ich muss mir jetzt was einfallen lassen, sonst kann ich nicht mehr in meine fränkische Heimat am Wochenende fahren. Da muss ich ja irgendwann aus Bayern jetzt auch mal einladen. Aber das ist jetzt hier kein Kampf zwischen den Bundesländern. Ich finde das einfach gut, dass die Länder, und wir sind letztlich auch in Ländern organisiert, dass man sich da auf den Weg macht und nicht da einfach nur sagt, und wir warten ab, bis da irgendwas passiert, weil es passiert schon so viel um uns herum. Von daher vielen Dank, dass du heute die Zeit gefunden hast, vorbeizukommen. Und an euch, ich hoffe, ihr hattet Spaß, mal Einblicke zu bekommen durch Christian, was momentan im Bereich KI in NRW so alles so möglich ist. Und ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Ciao.